Herzlich willkommen zu meiner Tutorial-Reihe in C#. Wir sprechen über die Variablen. Eine Variable wird als Speicherbereich verwendet. So können die Daten gespeichert und ausgelesen werden. Die Variable kann ihren Wert ständig verändern. Wie man mit einer Variablen umgeht und wie man den Wert verändern kann, zeige ich euch gleich. Eine Variable besteht aus 3 Teilen: Datentyp, Variablenname und dem zugewiesenen Wert. Wir initialisieren jetzt die Variable und können den Wert danach deklarieren. Und zum Schluss geben wir den Wert in der Konsole aus. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch jetzt. Es wird erst ein Datentyp angegeben und dann ein Variablennamen eurer Wahl. Int Zahl. Das nennt man einen Datentyp. Das steht für eine ganze Zahl. Was Datentypen genau sind, werde ich euch im nächsten Video näher erläutern. So initialisiert man eine Variable mit dem Namen Zahl. Um einen Wert der Variable zuzuweisen, geben wir Folgendes ein: Zahl ist gleich 2. So hat die Variable, das hier, den Wert 2. Die Variable Zahl wurde einem Wert zugewiesen. Das nennt man auch deklarieren. Ich gebe nun die Variable in der Konsole aus. Wir klicken hier und sehen die Zahl 2 in der Konsole. Die Variable Zahl hat ja den Wert von 2. Um den Wert jetzt zu verändern, müssen wir Folgendes schreiben: Zahl ist gleich 12. Wenn wir jetzt das Programm ausführen, dann sehen wir in der Konsole die Zahl 12. Statt ein Write schreibe ich hier ein WriteLine, damit wir die nächste Variable in der zweiten Zeile sehen können und es nicht nebeneinander steht. Die Variable kann auch in einem Schritt deklariert werden, das etwas kürzer als das Beispiel von oben ist, indem wir int Zahl 2 ist gleich 24 beispielsweise eingeben. Um das Programm auszuführen, müssen wir noch hier ein console.writeLine schreiben. Und wir führen das Programm aus und sehen, die Zahl 2 hat den Wert 24. Man kann die Variable Zahl nur verändern, wenn wir die Variable Zahl ist gleich 3 eingeben. Aber wie folgt kann man die Variable nicht verändern. Int Zahl ist gleich 7. Die Variable kann man nicht so zuweisen, weil wir bereits hier oben die Variable initialisiert haben. Das ist auch der Grund, wieso eine Fehlermeldung auftaucht. Deshalb entfernen wir das hier und führen das Programm aus. Und wir sehen, das Programm kann ausgeführt werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert und teilt meinen YouTube-Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.